Ja, moin Leiflü, und ich nehme das hier direkt nach dem letzten Video auf, um ähm, zu zeigen, was wir als nächstes machen, welche Kultur wir spielen, ist natürlich klar. Aber wir wollen hier nochmal ein bisschen das Ranking sehen. Ja, 2 Punkte haben noch gefehlt, das ist sehr blöd. 11 von 12? Glaube ich 12 von 12, oder? Auf jeden Fall auch die 3 Vermächtnispunkte bekommen. Seltsam. Das habe ich auch geschafft. Aufklärung waren wir gar nicht so gut. Wir haben 16 Zeitalterpunkte geschafft und sind damit 5 besser als die anderen. So, das sind unsere Level-Ups. Mit Stufe 3 mit Friedrich, Stufe 19 Ding. Das war's. Gibt's irgendwelche anderen Sachen? So, und jetzt wechseln wir, und darum ging es eigentlich, zum nächsten Zeitalter. Und das ist Großbritannien hier, ist jetzt gerade übrigens der neue Patch gekommen. Das heißt, Großbritannien haben wir. Frankreich werden wir aus Prinzip schon nicht spielen. Könnten wir allerdings, könnten Buganda, Amerika, Mexiko, nein, was haben wir jetzt gemacht? Siam, können wir fast alle, ja, Russland können wir nicht, natürlich nicht. Das Moku-Reich, Japaner können wir auch nicht sein, das könnten wir eigentlich alles sein, aber wir sind natürlich die Preußen. Blut und Eisen. Wir erhalten +1 Kampfstärke für jede Beziehung. Einheiten erhalten +1 Kampfstärke für jede Beziehung mit einer Zivilisation, die unfreundlich oder schlechter ist. Das heißt, wir werden sehr diplomatisch sein. Das Brandenburger Tor können wir einfacher bauen. Also wir werden diplomatisch, wenn wir möglichst wollen, dass alle unfreundlich sind. Na gut. Wir können die Husaren bauen. Unsere Spezialkavallerie, die hat 1 Fortbewegung mehr. Und wenn sie sich nicht bewegt, kriegt sie +1 Kampfstärke für jede überbleibende Bewegung. Wir können Stukas bauen. Kampfjäger. Wir haben +3 Stärke gegen Landeinheiten. Und die Staatseisenbahn. Das sind offensichtlich einzigartige Eisenbahnen, die +2 Gold und Produktion für Landgeländefelder mit einer Staatseisenbahn bringen. Was das alles heißt, weiß ich noch nicht, denn ich habe die Moderne tatsächlich noch gar nicht gespielt. Aber das finden wir jetzt alles irgendwie schon raus. Auch hier übrigens, liebes Civ-Team, das mir sicherlich zugucken wird. Diese UI schreibt doch alles hin, was wir gerade auch gesehen haben. Verstehe ich nicht, warum wir das hier so abgespeckt betrachten. Königreich Preußen, unerbittlich in seiner Modernisierung, Rationalität und Eroberung hat Preußen Deutschland unter seine Herrschaft gebracht. Nach außen hin führte Preußen Krieg gegen fast alle europäischen Großmächte der damaligen Zeit. Im Inneren war es ein industrielles Kraftzentrum mit Eisenbahnlinien, die Kohleminen und Stahlraffinerien miteinander verbanden. Bis 1866 hatte Preußen den größten Teil des heutigen Deutschlands und einen Teil Polens umfasst, was zu seiner Umwandlung vom Königreich zum Kaiserreich führte. Ja, schade, dass man nicht Bismarck sein kann. Das würde noch ein bisschen besser in die Schaffung des Kaiserreichs führen. Und was mir auch aufgefallen ist, es fehlt einfach noch ein Zeitalter, ne? Es fehlt das Zeitalter, wo wir dann auch wirklich Deutschland spielen und das Deutsche Kaiserreich. Weil es gibt ja nun kein Deutschland. Das Deutschste, was wir haben, ist Preußen. Preußen mit Rom als Hauptstadt. Wir haben immer noch zu viele Städte, aber gut. Vermächtnisse wählen. Was können wir denn in der modernen so aussuchen? Ja, ich möchte gerne Vermächtnisse wählen. Wir haben 3 Kultur, reaktionärer Absolutismus, -2 Spezialistenlimit. Brauchen wir nicht. -6 Zufriedenheit in den Städten, +2 in Gemeinden, Nahrungsproduktion für Landgeländefelder. Nee, klingt doof. Sind das eigentlich dunkel? So, da können wir alle Vermächtnisse pfeifen und ein dunkles Zeitalter machen. Das ist ja interessant. Ja, das wollen wir aber nicht.
Wir haben 3 bzw. 4 Militärpunkte. Erlangt eine Infanterie- und Fernkampfeinheit in allen euren Siedlungen in fernen Ländern. Das sind 3, glaube ich, oder 4. Das ist 10 Produktion für Siedlungen in fernen Ländern. Das klingt gut. Das nehmen wir. Dann nehmen wir Militär, haben wir ziemlich hoch. Dann nehmen wir noch einen Expansionistenpunkt, weil wir müssen das hier voll kriegen. Meine 6 Einheiten, das lohnt sich nicht, wenn ich überlege, wie viel Geld wir gerade gemacht haben. Da kaufen wir 6 Einheiten in 2 Runden. Goldenes Zeitalter Toshakana erlangt Schreine der Kami. Plus 4 Kultur, Gold und Wissenschaft für jedes Geländefeld mit einem Wunder. In Siedlung anderer Zivilisationen, die eurer Religion folgen. Nee, dieses Religionsspiel finde ich schrecklich. Plus 2 Kultur pro Reliquie im vorherigen Zeitalter. 24 Kultur ist schon mal was, was man schon haben will. Reduziert den Zufriedenheitsmaß durch Allianzbruch um 50%, erhöht positive Beziehungsgründe durch diplomatische Aktionen um 50%. Ja, wir wollen ja nicht diplomatisch sein, wir wollen ja eigentlich, dass uns alle Kacke finden, ne? Da kriegen wir die besten. Also das wird jetzt. Wir wollen jetzt eigentlich nur noch Krieg. Frage, ob wir da Kultur oder Diplomatie wollen, aber wir sind ja Diplomaten. Dann nehmen wir Diplomaten. Plus 2 Gold pro Runde für jede einzigartige Ressource. Das klingt auch auf jeden Fall gut. Und wir wollen uns. Wir haben ja noch einen Punkt über. Dann nehmen wir hier nochmal Wirtschaft. Natikunan wird zu Berlin oder Ostia wird zu Berlin. Ostia will ich nicht. Ostia wäre dann das hier meine Hauptstadt. Naktipunan. Naktipuna. Gibt's nicht. Valencia, Park, Katschnica, Corinthos, Naktipuna. Und das hier, meine Hauptstadt. Berlin an der Spree. Weiß nicht. Ich will schon. Ja, Hauptstadt Rom. Jetzt schon auch die ganze Zeit deine Hauptstadt. Könnte Rom einfach in Berlin umbenennen. Ja, komm, wir machen das mal. Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Was haben wir hier? Amina hat den Mönchshügel. Mausoleum von Theoderich. Etwa. Amina, du musst, hast ein Problem. Du hast viele lustige Wunder. Wir haben preußische Ausrichtung. Wir haben Beförderung für Heerführer. Wir haben auch eine ganze Menge Heerführer, nehme ich an. So, als erstes bauen wir einen Krämer. Den Stadtpark. Wieso hat der hier so viele... Sind die Pfeile eigentlich neu hinzugefügt? Könnte sein, ne? Durch angrenzende Berge, durch Naturwunder und für Wunder. Das und Osten, das sind Wunder, ne? Ja, das Tor aller Länder. Hier hätten wir noch eine Kultur dazu. Wollen wir das da bauen? Ist aber Grenze überschritten. Ja, das ist natürlich schwierig. Gebe ich zu. Ressourcen. Ja, Rom wäre ja... Achso, wir müssen... Das sollte man nicht vergessen. So, Rom bleibt eine Stadt. Wir müssen natürlich unsere Städte neu zusammen puzzeln. Das wird eine Stadt. Das wird eine Stadt. 79 Produktion. Du bist eine Stadt in Übersee. Du bist keine Stadt. Cusco. Erstmal keine Stadt. Du bist erstmal keine Stadt. Du bist schon eine Stadt. Du bist auch erstmal keine Stadt.
Okay. Du bist, glaube ich, schon in der Stadt, ne? Du bist keine Stadt. Na gut, dann bist du keine Stadt. Du bist auch keine Stadt. Du musst jetzt aber noch wachsen, damit du 1, 2, 3 das hier holst. Kohle brauchen wir, Perlen brauchen wir. Holz brauchen wir nicht so sehr. Tabak, Kohle, Zucker, Baumwolle. Kakao, Fabrikressource, plus 3% Zufriedenheit, okay. Okay. 1, 2, 3, da kommen wir an den Kaffee nicht mehr ran. Schade, Schokolade. Hier können wir ja fast eine neue Siedlung hinbauen. Aber das lassen wir. Erst einmal. Die werden sich jetzt auch natürlich neu ausbreiten müssen. Paulins Fabrik, Fische sind Fabrik. Eine ganze Menge Fabrikressourcen. Nin. Oh, guck mal. Bohrinseln. Gold macht immer noch dasselbe wie immer. Kohle, Öl. Es gibt keine Kamele mehr. Wir haben unsere Kamele verloren. Gut. Gibt es neue Kamele? Auf den ersten Blick erstmal nicht. Sind Wale neue Kamele? Nee. Und auch nichts Neues. Korinth, Gold, Wein. Bringt was anderes und ist schlechter als vorher. Ui. Ruhig. Sich hier noch hingebaut, wa? Hm. Das hätte ich natürlich gerne. Gut, das ist das. Wir können Dinge erforschen. Wir müssen mal schauen, was das alles so kann. Okay, wir wollen, glaube ich, die Universität von Oxford. Und eine Schule. Und auch gut. Kaufmann, Panzerschiff. Panzerschiff haben wir auch. Hafen, Eisenhütten. Naturwissenschaften. Ne, Militärwissenschaften. Ups. Bergsanlagen ist wohl die Mauer. Militärakademie, Rotes Fort. Ah, ist nicht so spannend. Das wollen wir dann. Bahnhof. Brennungsmotoren. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal das, was uns mehr Forschung bringt. Die Ausrichtung. Preußische Ausrichtung. Die Ruhe. Alle Gebäude haben +1 für schiffbare Flüsse. Haben wir nicht so viel von. +2 Wissenschaft für Ressourcen ist natürlich gut. Eine Produktion für jede zugewiesene Ressource ist auch gut. Können Handelswege mit Zivilisationen machen, mit denen wir im Krieg sind. Ist auch interessant. Und wir kriegen ein Siedlungslimit. Handelsertrag an die Staatseisenbahn angebotene Städte. Keine Ahnung, was das heißt. Da können wir das Brandenburger Tor bauen. Grundertrag +6 Produktion. Diese Siedlung erleidet keine Zufriedenheitsmalus durch Kriegsmüdigkeit. +5 für Zufriedenheit in eroberten Siedlungen. Das ist schon 2% Beziehungsänderung durch diplomatische Aktionen. Bewegungskrieg. Kampfstärke durch Flankieren. Kavallerieeinheiten erhalten die Fähigkeit Knänkel. Eines Kreuz. 3 Kampfstärke für Einheiten innerhalb des Befehlsradius eines Kommandanten mit einer Empfehlung. Ja, das klingt gut. Soziale Frage. Humanismus. Kultur durch Spezialisten. Aber Zufriedenheitsunterhalt erhöht. Wissenschaft durch Spezialisten, aber Nahrungsmittel. Okay, das ist gut. Spezialisten bringen also dann 4 Wissenschaft und 4 Kultur, kosten aber auch 1 mehr. Oder 50% mehr. Togo Onsen. Die Bevölkerung dieser Siedlung wächst mit jeder Feier. Wow, nicht schlecht. Produktion für Überbauen.
Eremitage, plus 10% Kulturen stehen, die ein großes Werk ausgestellt haben. Artefaktplätze, Naturgeschichte. Das ist, glaube ich, das, was man braucht. Na, wir nehmen erstmal die soziale Frage. Wir werden ja vielleicht nicht sofort Krieg machen. Dann gucken wir uns an, was wir brauchen. Wirtschaft, Eisenbahnmagnat. Erlangt 500 Eisenbahnmagnatpunkte durch die Herstellung von Waren in euren Fabriken. Diese Punkte werden in jeder Runde für jede Fabrikressource vergeben, die in einer Siedlung mit einer Fabrik und einer Anbindung an euer Schienen- oder Hafennetz platziert ist. Ist klar, ne? Sehr easy. Wir brauchen Schienen, das ist unser Ding. Häfen haben wir auch eine ganze Menge, dadurch, dass wir gerade Spanien waren. Und Fabriken brauchen wir auch. Militär erlangt 20 Ideologiepunkte durch die erste Eroberung von Siedlungen. Erlangt 1 Punkt, bevor ihr eine Ideologie habt, 2 Punkte mit einer Ideologie oder 3 Punkte gegen einen Gegner mit anderer Ideologie. Hier wollen wir Städte erobern, das ist also genau unser Ding. Schließt alle Weltraumprojekte ab, das ist halt Standard, und 15 Artefakte in eurem Reich. Das ist, dass wir die Dinge ausbuddeln müssen mit Erkundern. Und ich habe irgendwo gelesen, dass das schwierig ist, weil es nur eine begrenzte Anzahl an Artefakten auf der Karte gibt. Und wenn das alle machen, dann schafft es am Ende eh keiner. Wir haben keinen Jibber. Oh, das ist unser erster Diplomatiepunkt. Das ist 3 Einfluss oder das 1 Zufriedenheit in überall? Das nehmen wir. Wirtschaft haben wir ein bisschen mehr. Jede aktive Handelsweg bringt plus 2 Gold. Plus 1 Gold für Ressourcen in Gemeinden. Gold für jeden aktiven Handelsweg, ne? Wir werden ganz viele Handelswege machen, weil wir auch mit Leuten im Krieg handeln können, was ja extrem spannend ist. Hier, wir können unser Spezialistenlimit erhöhen und unser Siedlungslimit reduzieren. Das wäre eigentlich gerade eher das, was wir brauchen. Das ist eine Nahrung. Ich weiß nicht, wie weit wir den expansionistischen Punkt noch runtergehen können. Nein, ich wollte das... Habe ich das jetzt gemacht? Kann ich das nicht? Ja, ich kann das nicht wieder wegmachen. Ja, super. Blöd. Hier, Machiavelli, wir müssen mal gemeinsam forschen. Und mit dem müsste ich dann mal eben auch wirklich sein. Sozialpolitiken. Plus 2 Gold für jede Ressource. Einheit brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Kultur in Gemeinden mit Spezialisierung ist auch gut. Eine Produktion für Stadtbezirke in meiner Hauptstadt. Glaube ich auch gut. Mir 600 Gold pro Runde, das ist auf jeden Fall gut. Okay, wir können hier einen Krämer bauen, der mit plus 18. Dann machen wir mal. Du bist aber eher unzufrieden. Das heißt, wir brauchen auch noch den Stadtpark. Wie funktioniert der für Berggeländer, Naturwunder oder angrenzende Wunder? Hier sollte ja eigentlich ein Wunder hin, ne? Für diese beiden Dinger. Ja. Machen wir erstmal den Stadtpark. Ja, wir haben relativ geringe Zufriedenheit überall. Ihr seid auch eher unzufrieden. So, jetzt können wir die Ressourcen erstmal zuweisen. In Rom, verdammt, da Rom. Da kriegen wir natürlich ziemlich viele Ressourcen, also ziemlich viel Gold durch Ressourcen. Und Kultur, was kann das? 6 Kultur in der Hauptstadt, 3 Kultur in jeder anderen Stadt. Tragsbonus wird nicht zugewiesen. 3 Gold, 3 Zufriedenheit. Also du musst schon mal in die Hauptstadt. Wo ist unsere Hauptstadt? Berlin Hauptstadt. Na gut, bringst dann 3 Gold weniger. Dann ist das eben so. So, Rom. Kriegst die schon mal weg.
Und du kriegst... Das ist ja eine Stadt. Du nimmst hier die Kultur. Aber du bist auch eine Stadt. Wie viele Pferde denn? Du bist 6 Zufriedenheit, ne? Guck. Na komm, hier, ihr kriegt das jetzt mal alle, aber die Städte müssen eigentlich erst nochmal voll. Die Stadt ist noch nicht voll. Die Stadt ist voll. So, was macht ihr hier? Kann euch auch zuweisen? Nee. Ihr seid Fabrikressourcen. Euch kann man nur in Fabriken gebrauchen. Verstehe. Und dann haben wir hier noch Ressourcen. Schwere Marineinheiten kriegen bei uns schon mal plus 8 Kampfstärke. Gold ist dasselbe. Fernkampfbelagerungseinheiten kriegen plus 10 Kampfstärke bei uns und plus 10 weitere gegen Kavallerie. 50% bessere Produktion von Wundern. Infanterie- und Lufteinheiten haben 1 Kampfstärke. Wir brauchen mehr Gummi. Plus 100% Produktion für den Bau von Bahnhöfen. Für jede Kohleressource? Und ist das schon zusammengerechnet? Gold. Wir haben verschiedene Golds und Silber. Interesting, interesting. Das sind jetzt alles Fabrikressourcen, die irgendwas bringen, wenn man das in Fabriken packt. Hier hätte ich gerne Siedler, weil das ist Gummi und Gold und Elfenbein und noch mehr Gummi. Stadtpark. Ein Stadtpark, der plus 10 bringt. Wo ist das denn? Hier. Ja, sollst du haben. Stadtpark, der plus 7 bringt. Mit der plus 7. Osten. Achso, und okay, weil da 2 Wunder sind. Ja, verstehe. Und das zählt auch noch als Berg oder so, ne? Ja, das ist ein Berg. Okay, das ist blöd gebaut. Ja gut, dann kommen da die 7 Punkte hin. Jetzt haben wir Einheiten. Ich nehme an, dass wir hier Kürassiere... Also ich vermute... Nee, das ist alles in Ordnung. Haben wir da 2 Heerführer stehen? Ja. Linieninfanterie, Mörser. Ich nehme an, dass wir relativ bald relativ viel Krieg führen werden. Die Feldkanone kann man nach da. Du gehst mal nach da. Valencia ist relativ safe. Okay. Du bist dafür da, um eine Belagerung vom Zaun zu brechen. Das heißt, du gehst nach hier hin. Du bist ein Flottenkommandant. Hast du noch die... Ja, du bist ein Flottenkommandant, der auch Soldaten transportieren kann. Dann möchte ich bitte, dass alle Soldaten zu diesem Flottenkommandanten kommen, die hier so um uns rum stehen. Der kann dann nämlich hier lustige Sachen machen. Hier ist dann nichts an Truppen. Hier ist wieder ein Flottenkommandant mit 2 Linienschiffen. Weiß ich gerade nicht, was ich mit dir anfangen soll. Du bleibst mal erstmal in Sevilla. Du bleibst erstmal hier. Du bleibst dann erstmal hier. So, hier ist noch. Hier ist ein Flottenkommandeur mit einer ganz ordentlichen Armee. Meine
Ja, fahr doch in Berlin rein. So, du bist ein Heerführer. Mal nach da. Du bleibst hier entspannt stehen und du bist ein Mörser. So, du bist auch ein voller Heerführer. Ui. Hier ist auch ein Heerführer drin. Okay, dann bist du der Heerführer, der hier hin kann. Brauchen wir hier dann die einzelnen Truppen, die keine Heerführer sind. Weil ich davon ausgehe, dass hier dann als nächstes Krieg vom Zaun überbricht. Wir gehen eine Runde weiter und gucken, was passiert. Haben wir gleich Kriegserklärung? Nein, wir wählen eine Regierung. Was sind wir denn? Eigentlich eine bürokratische Monarchie, ne? Beziehung durch Unterfangen und Sanktionen. Ja, damit können wir natürlich schneller dafür sorgen, dass Leute uns doof finden. Republik. Kampfstärke für alle Einheiten. Autoritarismus. Das ist das, was wir wollen. Emiko mag uns deswegen ein bisschen weniger, aber naja, gut. Bin mir nicht sicher, ob das eigentlich geht, dass sie uns noch weniger mag, aber scheinbar geht das noch. Husaren, Mörser, Kürassiere. Kann ich hier keine Husaren draus machen? Aus dem Kürassieren? Linieninfanteristen, Mörser? Nee, geht nicht. Scheinbar. Wir stehen, das sind schon auch schöne Städtchen, ne, die wir ja eigentlich haben wollen. Hier Bagdad, London. Das wäre schon nett. Ich weiß halt auch nicht, ob man irgendwann ein unbegrenztes Siedlungslimit machen kann. Den Attributen, dass man irgendwie expansionistisch und das unendlich. Ne, das ist nur wiederholbar. Die sind nicht wiederholbar. Das ist auch nicht über. Ja. Das wäre gut. Nee. Gibt keine Möglichkeit unendlich. Unendlich Dings zu haben. Unendlich Siedlungslimit. Das heißt, wir müssen irgendwie unendlich Zufriedenheit überall haben. Wahrscheinlich auch nicht so einfach möglich ist. Okay, der kann nur hier dann angreifen. Hm. Ideal ist das auch alles nicht, ne? Der kann ja gerne mal Verbündeter bleiben. Ja, hier ist schon wieder viel Öl. Wir brauchen schwere Marineeinheiten, weil wir haben eine Menge Öl. Ganze Menge Öl. Ganze Menge unglücklicher Leute. Eine Allianz? Ja. Gut. Er ist schon mal in meiner Allianz. Neutral, verbündet, freundlich. Wir könnten also auch Freunde sein. Dann können wir unsere Gemeinden vergrößern. Was
Achso, das sind die, die ich schon habe, ja, logisch. Ach, das ist hier die Stadt. Also richtig tolle Sachen hast du auch nicht zu bieten, ne? In erklärlichen Gründen machen dich Bauernhöfe glücklich. Das bringt dir, eine Tongrube macht dich auch glücklich, bringt noch ein bisschen mehr Geld. Ne, ihr könnt jetzt auch erstmal noch ein bisschen wachsen, ne? Aber nicht völlig übertreiben. Freundlich oder hilfreich besser? Machiavelli? Hilfreich. Ja, Hilfe schicken. Berlin ist zum Beispiel nicht glücklich. Nicht schade. Ansonsten bin ich nicht glücklich mit Berlin. Ich denke nur eine Einheit. Hier, Berlin kriegt noch einen Mörser spendiert von mir. Und wir haben eine Feier. Kampfstärke für alle Einheiten. Ich glaube nämlich, es geht bald los. Nehmen wir mal Kampfstärke in fernen Ländern. Ich habe im Gefühl, dass es nicht ewig bauen wird, bis Krieg heranbricht. Ein Linienschiff. Flottenkommandeur. An. Linienschiff. 50 Kampfstärke. Steht auch immer nicht bei, warum und wieso, ne? Das ist nicht optimal immer alles. Berlin, du bist einigermaßen unglücklich. Können wir das nicht irgendwie lösen, dieses Problem der Unglücklichkeit? So nicht. Weise, Gefahr aus dem Himmel. Weise Leute bestehen darauf, dass die Menschen nur Gäste in dieser Welt sind, aber in den Tropen sind herabfallende Kokosnüsse eine Bedrohung geworden und nicht wenige Menschen wurden von der Unausweichlichkeit der Natur niedergeschlagen. Na, ja, das ist schon. Aber lass uns erstmal Kultur nehmen. Die Erinnerung daran, jemandem zu Füßen gesessen zu haben, wird dich später dazu bringen, ihn mit Füßen treten zu wollen. Das bringt uns noch nicht so viel. Und das bringt uns noch nicht so viel. Lass uns lieber die Spezialisten nehmen. Kannst hier mal nach. Ah, Marrakesch ist geboren. In Marrakesch könnte man sich ja versuchen, sich anzufreunden. Okay, das ist mein. Das heißt, die Ressource werden wir wohl nicht kriegen. Aber hier gibt es Wissenschaft. Wissenschaft ist auch mal gut. Cordoba. Viel Nahrung zu bieten. Und glücklich sein. 15. Wieso eigentlich 15? So, das ist zeitlose. Da will das Monument überbauen. Das war, glaube ich, in Ordnung. Gang ist wieder Schluss getreten. Hier ist irgendwas passiert. Bin im Rückstand, was Kultur angeht. Ruhe. Shiftbare Flüsse, das ist hier. Das ist hier. Okay, die Stadt wird da einigermaßen von profitieren. Das ist jetzt nicht so viel.
Eremitage will ich da, glaube ich, lieber haben. Okay. Sägemühle, Schrotmühle. Was wir alles haben. Ne, ihr braucht noch keine Spezialisierung, ihr ganzen kleinen Mäuse. Okay. Wie gesagt, ihr braucht das alles nicht. Könnt ihr noch alle in Ruhe und Frieden wachsen. Wir brauchen allerdings immer so 2000 Gold oder so in der Hinterhand, glaube ich. Wäre gar nicht so schlecht. Die möchte ich mir eigentlich verbinden. Ich möchte auch Marrakechs Freund werden. Lass uns Freunde werden, Marrakesch. So, und du, nicht du, Berlin, müsstest dann mal das Ding bauen. Das ist aber nicht da, wo ich es haben will. Universität von Oxford bauen, und zwar hier. Und in Dogo Onsen dann hier hin, aber das... Ah, hier ist schon Produktion und so, ne? Hier ist das für den. Und für diese Schiffswerft. Das für die bei Produktionsgebäude. Ja, das ist hier schon besser. Auf den Creme. Habe ich gerade offensichtlich. Aus Versehen. Eine Schule. Wir wollen ja auch kaufen. Ja, das können wir uns nicht leisten. Aber wir können die Stadt vergrößern, das ist auch gut. Spezialisten wären natürlich jetzt der Hit. Minus viel Essen und Fröhlichkeit. Wiederum weniger der Hit. Noch erstmal hier diese ganzen Produktion an Wissenschaften und sowas. Elektrizität, Labore, Börsen, Spezialistenlimit. Obwohl, lass mal erstmal Dampfmaschine erforschen. Tornado. War da mal vorweg. Okay, wir können hier die Fischressource erschließen. Von Barcelona. Eine 11er Schule. Eine 7er Schule ist jetzt nicht so gut, aber nehmen wir trotzdem mit. Ja, haben wir wieder eine Fabrikressource gefunden. Musst du hier noch irgendwie wachsen? Ich meine, du kannst noch ein bisschen wachsen, ne? Aber wozu? Du bist ein Fischereistädtel. Inuit Nuinkanat. Okay, ist weggefahren. Ja, Freunde. Also so zumindest unsere ersten Schritte als Preußen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören. Wir klicken hier noch einmal auf nächste Runde, gucken, was passiert. Aber
Wenn es euch gefallen hat, genau, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich trotzdem liken und ein Abo da lassen. Also mich stört das jetzt nicht. Und wir hören uns derweil dann beim nächsten Mal. Alles klar, bis dann und ciao.